Welcome to Road Rarities. Hallo zusammen, mein Name ist Spindler Alfred und ich beschäftige mich seit 2009 mit Horex. Hier im Speziellen haben wir eine Horex Regina 400 mit einem Felber-Beiwagen. Ich habe das Fahrzeug 2017 gekauft und wollte ursprünglich eigentlich den Beiwagen haben und wollte zu einer bestehenden Regina 400 dazuhängen. Als ich dann eines Abends in der Werkstatt gesessen bin und die Dokumente studiert habe und mir Gedanken gemacht habe, wie das angeht, habe ich festgestellt, dass das da eigentlich ein originales Regina-Gespann ist, was 1955 produziert worden ist bei Horex in Bad Homburg, wurde dann zu der Firma Felber nach Wien geliefert und wurde in Wien dann umgebaut zum Beiwagengespann. Ich habe festgestellt, dass das ein nummerngleiches, echtes Gespann ist und das hat mich dazu bewogen, das Gespann zu restaurieren und nicht den Beiwagen anderweitig zu verwenden. 2017 habe ich die Restauration begonnen, habe bis in etwa 2020 gebraucht, also knapp 3 Jahre. Da war es so, dass im Prinzip der Beiwagen letztendlich komplett Schrott war. Wir haben das Boot dann selbst nachgebaut. Da habe ich Hilfe gehabt von einem guten Bekannten, der was Fertigkeiten hat in der Blechtechnik und beim Spenglern. Das heißt, wir haben das Boot dann wirklich abgebaut, haben dann vom Original, das habe ich noch gehabt, das war vom Rost befallen, habe das dupliziert, wir haben die Blechteile angefertigt, wir haben die Sicken selbst hergestellt, wir haben uns für diese ganzen Sicken und Formen eigene Werkzeuge gebaut und haben da wirklich einen Winter gemeinsam gearbeitet. Der Rahmen, den haben wir retten können. Diverse andere Teile sind auch gerettet worden. Also es war das Ziel, möglichst viel erhalten von der Substanz. Beim Fahrzeug selber war es so, da habe ich herausgefunden, dass es in die 80er Jahre einmal in der Region Attersee in einen Baum geknallt ist. Sprich, es war der Rahmen um 6 cm verzogen und der Motor hat einen Gehäuseriss gehabt. Was natürlich die Herausforderung gehabt hat, den Motor komplett zu zerlegen und Schweißarbeiten zu machen. Und das Rahmenrichten war auch wirklich ein großer Block, dass das Fahrzeug wieder in der Spur läuft. Das war ein kurzer Punkt, wo ich mir überlegt habe, warum mache ich denn das überhaupt? Ja. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt beim Studieren und überlegen, wie ich die ganzen Themen einfach Schritt für Schritt angehe und habe festgestellt, das Fahrzeug ist die Arbeit wert. Dann habe ich mich mit dem Motor beschäftigt, ja. Sprich, den Motor haben wir wirklich auch, oder ich zerlegt, habe den umgebaut auf 3 Lagerungen. Auch da habe ich Unterstützungen gehabt von guten Bekannten. Habe einen 250er Kopf hinaufgebaut, von der 250er Regina, den haben wir umbearbeitet, um ein bisschen mehr Verdichtung zu haben. Außerdem ist er auch von der Leistung und Thermik her besser. Ich habe einen Wahlkolben eingebaut, habe den Zylinderkopf umgebaut, vom Lochkreis her, damit er natürlich am 400er Zylinder drauf passt. Und irgendwann dann nach 3 Jahren Arbeit war das Fahrzeug fertig, war der Beiwagen fertig. Die ersten 1000 Kilometer bin ich solo gefahren, sprich ich habe das Fahrzeug ausgetestet und wollte mal schauen, wie funktioniert es, ergeben sich größere Probleme. Das war nicht der Fall, es waren noch mal ein paar kleine Undichtheiten zum Nacharbeiten. Genau bei 1007 Kilometer habe ich dann das Gespann mit dem Beiwagen gekoppelt und seitdem nütze ich es als Gespann. Und mit dem Tag heute habe ich 4300 Kilometer drauf. Ja, und jetzt ist es wirklich so, dass ich einfach eine riesengroße Freude mit der Maschine habe und die regelmäßig bewege.